Guten Morgen zusammen. Heute gehe ich mit euch shoppen. Wir kaufen uns ein bisschen neues Werkzeug. Mal abwarten, was es gibt. So, wir haben jetzt 6:30. Ich bin im Auto von meiner Frau und wir fahren jetzt mal zum Lidl. So, da wären wir. Mal gucken, was es heute Morgen alles so Schönes hier gibt. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich gekauft habe. Auf geht's zur Kasse. Und mal sehen, ob wir gerade anschlagen können. Und jetzt geht's nach Haus und dann gucken wir mal, was wir da alles geholt haben. So, einmal kurz richten. Da seid ihr. Also, das ist jetzt die 20 Volt, das 20. Morgen. Das ist jetzt das 20 Volt Team von Lidl bzw. Parkside. Und ich bin für euch extra einkaufen gewesen. So früh morgens um 7. Wir schauen uns das jetzt gleich einfach mal gemeinsam an. Und ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Es soll gutes Werkzeug an sich sein, ja. Aber halt ist nichts Hochwertiges. Ja, wir versuchen mit geringem Budget trotzdem weit zu kommen.
und ihr seid dabei. Ich bin mal gespannt, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Ich mache gleich mal ein bisschen Platz bei mir im Wohnzimmer und dann schauen wir uns die einzelnen Sachen einfach mal an. Habe auch noch ein paar Kleinigkeiten vor damit. Und ja. Kurz dazu noch gesagt, ich habe mir jetzt eine ganze Woche ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich bin auch ein kleines Projekt bei uns im Garten am machen und mir geht das einfach nur total auf den Sack mit den ganzen Kabeln. Andauernd für die Kreissäge, für die Stichsägekabel. Akkuschrauber habe ich Gott sei Dank eigentlich schon einen mit Akku selber. Ich dachte mir aber, oh, das Ding hier, das hat jetzt Schlag, hat 20 Volt, meine hat nur 10,8 Volt. Ist vielleicht so eine kleine Erweiterung. Ich brauche nicht andauernd zu tauschen. Ich kann mit dem einen bohren, mit dem anderen schrauben. Und geil. Dann gibt es ja auch den Spanntich, den wir mit dabei haben. Den seht ihr da. Den Spanntich, den wollte ich mir umbauen. Da kommt so eine Art kleine Werkbank da raus. Und zwar habe ich ich habe bei YouTube was Witziges gesehen. Da hat sich einer aus dem Spanntich einen Frästisch gemacht. Und ich dachte mir, ey, wenn das mit einem Frästisch funktioniert, kann ich mir da vielleicht eine Tischkreissäge draus bauen. Deswegen ist der Spanntich halt mit dabei. Und mal schauen, was es so alles wird. Ach so, eins noch. Das hier wird jetzt ein Mehrteiler in dem Sinne. Wir werden gleich das Ganze mal gemeinsam ein kleines Unboxing machen. Und ich werde dann zu jedem Gerät und auch zu jedem Teil halt ein Testvideo machen, wo wir dann auch nachher schauen werden, wie das Ganze funktioniert. Und seid gespannt. So, hallo, willkommen zurück. Ich war einkaufen mit euch eben und das ist dabei rausgekommen. Wir haben einmal den Akkuschrauber, die Stichsäge und die Kreissäge. Willkommen in der 20 Volt Familie. Exactly. Beziehungsweise willkommen im 20 Volt Team. Dann habe ich mir das hier noch besorgt. Das ist ein Zwingtisch oder Werk- und Spanntich steht drauf. Für meine Platten zu schneiden hatten sie hier was ist das? Klemm- und Sägeschiene. Bin ich mal drauf gespannt. Natürlich dann zweimal Akku mit Akkuladegerät. Die Sägeblätter, die Stichsäge und das kleines Gimmick noch dabei. Platzspellet. Hier die Schiene für Linien zu schneiden, für Stichsäge. Das werde ich jetzt in den nächsten Videos mit euch allen zusammen auspacken. Dann gucken wir uns das auch alles einzeln an. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Einkauf, kann ich euch gerne sagen, gerundet 25 Euro, 25 Euro, 30 Euro und dann jeweils nochmal hier so ein Akkupack, auch nochmal 25 Euro. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Die Sachen werde ich euch alle unten in der Beschreibung verlinken. Gibt es auch noch im Lidl Shop. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch da auch besorgen. Dann geht's los.